Hallo, heute sind wir in den Blumengärten Hirschstetten. Wir haben hier eine Breitrandsschildkröte, das ist eine europäische Landschildkrötenart aus dem Süden Europas. Gibt es zum Beispiel auf Sardinien. Heißt Breitrandsschildkröte, weil sie diesen sehr breiten hinteren Panzerrand hat, wie man schön sieht. Bei uns sind die Schildkröten beschriftet, deswegen steht dort B2 drauf. Haben alle eine Buchstaben- und Zahlenkombination, damit wir die erkennen können, ohne immer den Mikrochip ablesen zu müssen. Lebt hier bei uns im Blumengärten Hirschstetten im Schildkrötengarten, im Gehege der Breitrandsschildkröten. Ist unsere größte Schildkröte hier mit B2. Alle anderen sind etwas kleiner. Der Schildkrötengarten in den Blumengärten Hirschstetten besteht aus 7 Gehegen mit 4 verschiedenen Landschildkrötenarten, alle aus Europa. Wir haben die 4 Zähnenschildkröten aus der russischen Steppe. Wir haben die griechischen und maurischen Landschildkröten und eben die Breitrandsschildkröten. Und zusätzlich haben wir noch die europäischen Sumpfschildkröten, die es auch hier in Österreich, zum Beispiel im Nationalpark Donauauen gibt. Die Anlage ist entstanden in den frühen 2000er Jahren, eigentlich schon mit der Entstehung der Blumengärten als öffentlicher Park. Ja, wir waren schon große Schildkrötenfreunde unter den Gärtnern und seither gibt es hier Schildkröten. Diese Breitrandsschildkröte hier ist ein Männchen, das kann man ganz eindeutig bei ihm erkennen. Zum einen hat er da diesen nach innen gedellten Bauchpanzer. Das ist bei den Schildkröten immer ein Zeichen dafür, dass sie männlich sind. Und außerdem hat er hier einen sehr dicken Schwanz und der ist bei den Weibchen auch wesentlich kleiner. Und die Kloake liegt bei den Weibchen auch viel näher am Bauchpanzer als bei den Männchen. Beim Männchen ist sie viel weiter Richtung Schwanzende. Hier haben wir eine 4-Zähnen-Landschildkröte, eine Schildkrötenart aus der russischen und kasachischen Steppe. Im Gegensatz zur Breitrandsschildkröte von vorhin ist die deutlich kleiner zum einen, zum anderen ist der Panzer glatter, aber auch sehr rund, weniger langgezogen als bei der anderen Schildkrötenart. Das Besondere an den 4-Zähnen-Landschildkröten ist, dass die auch eine Sommerruhe halten, besonders wenn das Futter knapp wird im natürlichen Verbreitungsgebiet. Es kann sein, dass sie dann aufwachen zwischen Sommerruhe und Winterruhe und nochmal etwas fressen, wenn ein paar Regenfälle kommen und wieder Grünzeug sprießt. Es kann aber auch vorkommen, dass die von der Sommerruhe direkt in die Winterruhe übergehen. Auch bei uns vergrauen die 4-Zähnen-Schildkröten meistens schon im August oder September damit an, sich regelmäßig zu vergraben und die sieht man dann einfach nicht mehr so oft wie die anderen. Aber nichtsdestotrotz holen wir die dann auch raus und geben die in ihre Überwinterungskisten und überwintern die dann mit den anderen Landschildkröten gemeinsam in unserer Kühlzelle. Hier haben wir eine griechische Landschildkröte. Es ist ein kleines Männchen. Die griechischen Landschildkröten und die maurischen Landschildkröten schauen sich relativ ähnlich. Ein kleiner Trick, um die 2 Arten zu unterscheiden, ist hier das Schwanzschild. Das ist der Schild direkt über dem Schwanz. Und bei der griechischen Landschildkröte ist der unterteilt. Es besteht aus 2 Teilen. Und hier haben wir jetzt eine maurische Landschildkröte, wie man sieht, von der Größe her sehr ähnlich. Panzer schaut auch so ähnlich aus, aber hier beim Schwanzschild sieht man, das ist nur ein Teil und es gibt keine Unterteilung in der Mitte.
Wir sind hier bei unseren europäischen Sumpfschildkröten. Das ist die einzige auch in Österreich heimische Schildkrötenart. Die gibt es zum Beispiel hier in der Nachbarschaft in dem Nationalpark Donauauen. Dort gibt es noch natürliche Vorkommen. Es ist mittlerweile auch eine bedrohte Art, wo einiges für deren Schutz unternommen wird. Zum Beispiel werden natürlich der Lebensraum renaturiert, aber auch die Gelege, wenn man sie findet, werden geschützt, zum Beispiel durch Gitterkäfige, damit die nicht durch Räuber geplündert werden können. Das Besondere an denen ist, dass die Eier im Boden vergraben, wie natürlich alle Schildkröten. Aber die Jungtiere schlüpfen dann entweder noch im Spätsommer oder aber erst relativ spät im Herbst. Dann bleiben die Jungtiere so lange im Nest und kommen dann erst im Frühling an die Oberfläche. Das Besondere an den Schildkröten ist, dass es natürlich Wasserschildkröten sind und die überwintern auch im Wasser. Die graben sich im Boden in der Schlammschicht ein und tauchen dann so lange auch nicht auf, um zu atmen, sondern nehmen den ganzen Sauerstoff, den sie brauchen, über die Haut auf, was bei den Wasserschildkröten hauptsächlich der Anus ist. Weil dort die Schleimhaut viel sauerstoffdurchlässiger ist als die relativ raue, schuppige Haut an den Beinen oder am Kopf. Schreibt jetzt eure Frage in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.